Wir machen hier keine Spielfilme, wir machen hier kein Arte, Ringelpilz bis anfassen oder so, sondern wir machen hier Videos, die uns Geld bringen oder Kunden bringen oder Mitarbeiter bringen, whatever. Hallo, mein Name ist Gerald, ich bin der Neulandnutzer von GeoWeb. Heute möchte ich darüber reden, wie aus normalem Video Videomarketing wird oder wie aus normalem Marketing Videomarketing wird oder wie aus PowerPoint oder Bewegtbild Videomarketing wird oder wie aus Imagefilm Videomarketing wird. Bei Videomarketing ist es erstmal eigentlich egal, welche Art von Videos das sind. Nicht egal ist, welche Marketing-Aktivitäten damit verbunden sind. Das ist eben das Entscheidende. Das heißt, einfach nur ein Video zu haben, ist ein Video. Einfach nur Online-Marketing zu machen, ist nur Online-Marketing. Videomarketing wird es erst, wenn beides zusammengreifen. Und ich meine damit nicht ein Video auf einer Online-Marketing-Seite. Und ich meine damit nicht irgendeine PowerPoint- oder Bewegtbildwackelei in schlechter Qualität auf einer Online-Marketing-Seite. Ich meine auch nicht einen Imagefilm auf einer Webseite. Was das konkret ist, komme ich jetzt zu. Damit aus den ganzen Sachen Videomarketing wird, brauchst du 3 Faktoren. Es gibt die inneren Faktoren, zweitens die äußeren Faktoren und drittens die technischen Faktoren. Welchen von diesen Faktoren sind jetzt was? Die inneren Faktoren. So, da fangen wir mal an. Content, also der Inhalt. Und da ist jetzt gemeint auf der einen Seite die Qualität des Inhalts, und zwar sowohl inhaltlich als auch in der Ausführung. Und auf der anderen Seite Relevanz. Für mich das Wichtigere ist auf jeden Fall Relevanz, weil ein extrem relevantes Video in einer schlechten Qualität wird immer noch geteilt, gemocht, geliked. Ein nicht relevantes Video kann die Qualität inhaltlich wie von der Ausführung her so gut sein, wie sie will. Es kommt nicht an. Also innere Faktoren, eine hohe Qualität inhaltlich, eine gute Qualität bis hohe Qualität in der Produktion. Jetzt weiß ich höre schon wieder die Leute sagen, oh nee, kommt doch gar nicht auf die Produktionsqualität an. Pass mal auf. Ja? Ganz genau aufpassen. Du hast jetzt inhaltlich Top-Argumente, du hast Top-Qualität. Inhaltlich stimmt da einfach alles. Die Relevanz ist genau auf den Punkt. Du hast technisch Mittelmaß bis geht so. Ja, funktioniert. Einwandfrei. Aber exakt genau nur so lange, bis irgendein verschissener Mitbewerber genau dieselbe inhaltliche Qualität und Relevanz bietet wie du und nur einen Funken bessere Produktionsqualität. Da fängt es dann an und da sollte man die Birne einschalten. Wenn ich jetzt 2 Videos habe, die den Inhalt beide richtig spannend vermitteln, die absolut relevant sind. Und einmal habe ich eine PowerPoint-Präsentation und einmal habe ich jemanden, der mit ein bisschen Licht und einem guten Ton versucht, den Leuten das vernünftig rüberzubringen, dann wird der mit dem guten Ton und dem besseren Licht, wird lieber gesehen, wird öfter geteilt, wird mehr geliked. Da fängt dann auch an, die Produktionsqualität eine Rolle zu spielen, gehört aber zu Faktor 1, also zu den inhaltlichen Faktoren. Wie gesagt, Relevanz für mich das Wichtigste. Zweitens, die äußeren Faktoren. Äußere Faktoren, was sind das? Also das ist, wo befindet sich das Video? Also auf der Webseite, in Social-Media-Kanälen oder was gibt es noch? Es gibt noch andere Player wie Vimeo oder Dailymotion oder sonst wo man es präsentieren kann. Dann ein ganz wichtiger Faktor für die äußeren Faktoren ist der Titel und der Beschreibungstext. Was sind die äußeren Faktoren, die zum Videomarketing mit beitragen? Die Tags auch noch, aber werden immer unwichtiger. So, das ist so ähnlich wie bei den Keywords. Die waren früher auch mal wichtig, aber sind auch nicht mehr. So ist es mit den Tags beim Video auch. Also äußere Faktoren eben halt Beschreibungstext, Titel und ganz wichtig das Vorschaubild. Ja, Thumbnail, Preview, nenn's wie du willst. In nahezu jedem Portal, wo man Videos hochladen kann, also auch in Social Media, in LinkedIn, in Instagram, wo auch immer, kannst du immer auch ein Vorschaubild hochladen. Das ist ein ganz wichtiger äußerer Faktor für den Erfolg von Videomarketing. Und sind die äußeren Faktoren. Dann kommt noch dazu, wo es gelistet ist. Also nehmen wir mal als Beispiel, jemand gibt in Google eine Suche ein und ihr habt es tatsächlich geschafft, wie wir es mit einigen Kunden ja auch machen, dass dein Video in der normalen generischen Suche oben angezeigt wird. Also sprich, es sucht jemand nach Produkten von deinem Kunden oder von euch und dann wirst du in der generischen Suche oben angezeigt. Ja, wenn das ganze Videomarketing stimmt, und das ist eben ein äußerer Faktor. Wo wird es angezeigt? Stelle 1, Stelle 2 oder gar nicht.
Dann kommt der dritte, ist der technische Faktor. Der technische Faktor ist nicht die Bildkamera oder der Ton oder sowas. Das gehört auch zur Technik, ist aber Content. Die technischen Faktoren meint ein technisch absolut einwandfreies Tracking der Daten. So, und da wird es jetzt auch ein bisschen tralala. Da muss man jetzt erstmal drauf kommen, weil es denken viele, ich habe eine Homepage oder Landeseite, Landingpage, da ist Online-Marketing drauf. Da habe ich Google Analytics drauf, Pivix, was auch immer. Und ich track das Ganze, habe einen Facebook-Pixel drauf, Und jetzt kommt da ein Video rein und dann habe ich Videomarketing. Nö, hast du nicht. Du hast Online-Marketing mit Video. Da ist es auch shit egal, was in dem Video zu sehen ist. In welcher Qualität, in welcher Kamera. Es ist alles restlos egal, weil das ist noch kein Videomarketing. Das ist ein Online-Marketing mit Video. Weil du kannst in Google Analytics gucken, okay, wie viele Leute haben sich die Seite angesehen mit dem Video? Du kannst gucken, wie lange waren die auf der Seite. So, das sagt dir aber nicht aus, wie lange auf dem Video waren. Weil es kann sein, dass jemand sich die ganze Seite eine Stunde angeguckt hat und ein anderer, der ist drauf und hat nur einmal Klick gemacht, war nichts für ihn, war wieder weg. Dann würdest du bei dem ersten vermuten, der hat sich das Video zu Ende angesehen, war aber nicht so. Und bei dem anderen denkst du, ja, der war gleich wieder weg, da war auch gleich wieder weg. Also du musst die Daten im Video tracken. Im Video selber. Und das ist halt die Herausforderung, die es jetzt ab 2021 gibt, zu lösen. Und zwar alle. Alle, die Videomarketing machen wollen, müssen das lösen. Und das geht nur mit Tools, das geht nur mit Software. Wir alle kennen, die YouTube machen, kennen alle die Analytics aus Google. Die sind ja jetzt mittlerweile gekappt. Die YouTube-Videos dürfen wir mit den Google Analytics nicht mehr verbinden, beziehungsweise können wir die Daten nicht mehr rausziehen, was ich ziemlich scheiße finde, auf Deutsch gesagt. Aber ist halt so. Wir können uns dann die YouTube Analytics angucken. Die sind auch sehr gut, die sind sehr geil, wenn es um Verbleibdauer im Video geht und solche Sachen. Aber wir können nicht tracken. Wir können bei YouTube-Videos nicht tracken. Und das ist das größte Manko an der Geschichte, weil die Daten behält Google. YouTube gibt uns nur die Daten, die sie uns geben möchten. Nicht, wo jemand herkommt, nicht, wo der hingeht. Und wir haben auch keine Möglichkeit, dann hinterher herauszufinden, ob jemand, der was gekauft hat, unser Video gesehen hat. Nein, nicht direkt, nicht konkret. So. Aber das ist dann eben halt Videomarketing. Wenn ich tracken kann, wie jemand sich ein Video angesehen hat oder ob jemand, der gekauft hat, sich mein Video angesehen hat und dann geht's weiter. So ähnlich wie bei Online-Marketing, da kann ich messen, wie lange jemand auf der Webseite war. Ich will aber wissen, wie lange war jemand im Video, bis zu welcher Stelle hat sich's angesehen. Und wenn ich jetzt nicht gerade irgend so ein blöde Wackelbild-Video nutze, um Videomarketing zu machen, sondern echten Content, mir richtig ein Skript ausgedacht habe, mir richtig was produziere, dann will ich am Ende auch wissen, welche Stelle im Video war dann wie erfolgreich. Und das kann ich nur, wenn ich verdammt nochmal im Video tracke und nicht irgendwie vermute oder irgendwie mit Hoffnungsmarketing agiere. Also bitte im Video tracken, das Video selber. In YouTube, wie gesagt, ist uns das nicht möglich. Aber es gibt eine Menge Tools, die uns das ermöglichen, auf der eigenen Webseite zumindest, manche sogar in Social Media, was richtig geil ist. Und die Art und Weise und die Anzahl der Daten, die wir dann bekommen, ist natürlich auch unterschiedlich. Hängt wieder ein bisschen vom Geld ab. Fangen wir mal ganz oben an. Also Viduli ist so ziemlich das geilste Tool. Da gibt es auch ein kleines Budget, gibt es da auch was. Das fängt dann bei $9 im Monat an. Klingt jetzt ganz toll, aber ganz ehrlich, fast jedes kostenlose der anderen kann das besser. Weil da ist man gerade YouTube- und Facebook-Analyse mit bei und die gewinnen das wahrscheinlich aus den APIs, was nichts anderes bedeutet, als dass sie in ihrem Tool dann die Analysedaten aus Facebook Insights und Google Analytics dir da anbieten. Also bei diesen $9 angeblich bieten sie dir auch ein Market Intelligence. Möchte ich jetzt bezweifeln, dass das wirklich so richtig was bringt bei dem Preis, weil der nächstgrößere Preis bei denen, also dieses mittlere Leaderboard, das startet dann bei $499. So. Und da wird es dann auch richtig lustig, dann kommt dann auch richtig Musik rein, da sind dann plötzlich auch richtig alle Social Media Plattformen kann man tracken, egal wo das Video hingepackt worden ist. Es gibt Benchmark fürs Wachstum, Vorschläge werden gemacht, Kategorien, dann die Geografie, wo der sich befindet und so weiter und so fort. Also das sind dann richtig eine Menge Analysedaten drin, die richtig wertvoll sind. Allerdings ist ja, ich sag mal, bei $500 wird es dann schon eher was für die größeren Brands, also für die echten Marken. Und da finde ich dann die Brand Intelligence von denen, von Viduli, interessanter, weil da geht es dann ab $1.000 los.
Und da gibt es dann aber auch Content-Strategien. Und da fängt dann die künstliche Intelligenz so ähnlich wie bei YouTube richtig an zu sagen, pass mal auf, mach mal ein bisschen mehr hiervon, mach mal ein bisschen mehr davon. Das ganze Media Planning und Measurement ist dann in einem System. Das ist schon ziemlich cool, wenn man wirklich mit dem Video seine Kunden gewinnt. Ist das richtig klasse. Die zweitbeste Lösung wäre dann die, was viele Leute ja schon benutzen oder viele auch schon kennen, wäre Wistia. So, bei Wistia sieht das dann so aus, wir haben ein Free, ein Pro, Advanced. Advanced sagen die gar nicht, was es kostet, aber der Free geht dann los mit 3 Videos, die ich da hinschicken kann. Und dann hast du aber den Wistia-Brand auf dem Player. Das ist also das Erste, was manche schon nerven dürfte. Was aber viel blöder ist, du hast dann die ganzen Analysen nicht drin. Also für 0 kriegst du die Analysen nicht bei Wistia. Die Analysen fangen im Pro-Plan an, der liegt dann bei 65 € im Monat. Dafür hast du dann 10 Videos, die du damit verwursten kannst. Ist ja auch nicht die Masse 10 Videos, aber es reicht in der Regel. Weil es geht ja darum, dass du die Videos nutzt, die dir einen Verkauf bringen. Also die auch wirklich Neukundengewinnung bringen oder wenn du es willst, Recruiting, die dir Mitarbeiter bringen. Also jedenfalls Videos mit einem konkreten Ziel. Ich sag mal, bei einer richtigen Company ist es in der Regel der Imagefilm. Ja, Vorsicht, auch der Imagefilm ist Videomarketing. Dann vielleicht noch ein Sales-Video, dann noch ein Recruiting-Video und können wir vielleicht noch das Unternehmensvideo, wo du vorstellst, Mehrwerte, also 4, 5, 6 Stück mehr, auf gar keinen Fall. Man sollte jetzt nicht den ganzen YouTube-Kanal da reinknallen, macht auch keinen Sinn. Die können besser bei YouTube bleiben, die Dinger, weil man da Content-Marketing macht. Aber in Wistia kann man wunderbar, oder mit Wistia kann man wunderbar Video-Marketing betreiben, wo man echte Videodaten kriegt. Und Wistia hat noch was Schönes, was, glaube ich, Viduli nicht mal hat. Finde ich richtig klasse, und zwar ein AB-Test. Jetzt sagt jeder, AB-Test haben wir auf meiner Webseite auch. Ja, aber für die ganze Seite oder für die ganze Landingpage. Du hast eine Landingpage, da ist ein Video drauf. Jetzt machst du einen AB-Test, dann lädt aber erstens jedes Mal das Ding neu, also sprich auch für Google sind das verschiedene Seiten, weil die URL vom Video eine andere ist. Wenn du aber ein echtes Video-AB-Test hast, dann lädt er ein Video mit derselben URL, aber Wistia liefert dann mal das A und mal das B aus und gewinnt dann die Daten und dann weißt du hinter, welches von den Videos besser ist. Und da kannst du einstellen. Entweder nur das Vorschaubild. Das ist für den Anfang, wäre das schon mal das Größte. Wenn du wirklich, ich sag mal, 500 bis 1000 Leute auf das Video geschickt hast und hast einen AB-Test mit dem Thumbnail, mit der Vorschau, dann siehst du sofort, wie viel Prozent davon welche Thumbnail lieben. Und dann nimmst du nur noch das. Punkt. Und dann gehst du in den nächsten Schritt rein. Und dann sagst du, okay, bis zu welcher Stelle haben die es sich angesehen? Und dann gibt es da was, wo du sagst, okay, da springen manchmal welche ab. Dann machst du eine Variante. Du kannst ja bei Wistia anders als bei YouTube-Videos ersetzen. Ersetzt das also, lädst das mit einer geänderten Stelle einfach hoch. Dann hast du AB-Tests, wo nur die Stelle geändert wurde, wo die sonst abspringen. Wenn du feststellst, okay, jetzt bleiben die länger im Video, ja, alles richtig gemacht. Du kannst also wirklich echte Inhalte gegeneinander laufen lassen und weißt, was dir am Ende mehr Kunden bringt oder mehr Mitarbeiter bringt oder Conversion. Darum geht's. Ja? Wir machen hier keine Spielfilme, wir machen hier kein Arte, Ringelpilz bis anfassen oder so, sondern wir machen hier Videos, die uns Geld bringen oder Kunden bringen oder Mitarbeiter bringen, whatever. So, und ja, auf diese Art und Weise kann sogar der Imagefilm Videomarketing sein. Komme ich gleich nochmal drauf. Also für mich ist es aber ja so, dass ich mit den Videos, obwohl ich so viele mache, nicht direkt die Kunden gewinne, sondern mein Kundenprozess ist eher SEO auf der einen Seite, funktioniert immer noch sehr gut, weil ich das einfach mal schon seit jeher mache. Auf der anderen Seite Social Selling, das funktioniert auch ziemlich gut in dem Bereich. Und deswegen muss ich jetzt nicht unbedingt diesen AB-Test haben für Videos. Und bei Wistia darf man 10 Videos benutzen für 65 €. 10 Videos finde ich schon geil. AB-Test brauche ich nicht, aber die anderen Sachen brauche ich. Ich brauche die Analyse, ich muss tracken können, Conversion tracken können, also wer hat gekauft oder bis zu welcher Minute, Sekunde hat sich jemand Videos angesehen, der gekauft hat. Und dann bin ich dann auf ein neues Tool gekommen, oder relativ neu jedenfalls, kannst du mal hier gucken, habe einen Link reingepackt, Affiliate-Link. Da kannst du auch 10 Videos benutzen. Da kannst du auch analysieren, wann sind die abgesprungen oder Analytics machen. Du kannst dann tatsächlich Google Analytics ID einbauen. Du kannst Facebook Pixel einbauen. Wirklich die gesamte Power, die im Online-Marketing drin steckt, kannst du in das Video einbauen. Und das Ganze gibt es dann schon für 25 $. Also statt 65 € bei Wistia bist du bei 25 $. Und das ist dann schon interessant. Also 10 Videos mit 50 Gigabyte. Gut, das sollen dann keine 2-Stunden-Videos sein. Dann sind die 50 Gigabyte schnell verbraten und dann kostet es Aufpreis. Aber in der Regel kommst du da echt lange mit hin.
Und du hast die Daten. Das ist für mich entscheidender. Ich kann dann sehen, wie lange haben sie es angesehen. Und das Ding hat noch eine schöne Funktion. Und zwar einfach, wenn jemand auf Pause drückt, kannst du ein Hinweisschild einbauen, also ein JPEG, irgendein Bild einbauen, sagen, guck mal A, B, C, D oder vielleicht hast du das oder willst du nur Pause machen oder möchtest du gehen, dann mach lieber das und das. Also sowas kannst du machen. Du kannst aber auch da ein Formular einbauen. Also wenn jemand auf Pause drückt, klickt da auf, abonniere jetzt unseren Newsletter. Bam, und dann kann er direkt im Video Adresse eingeben, abschicken. Also im Video. Nicht darunter, nicht darüber, nicht daneben, sondern im Video selber. Das ist schon ziemlich krass. Oder aber was noch geiler ist, du kannst dann die Leute, wie gesagt, bei Pause oder auch am Ende, kannst du sagen, guck mal hier, du kannst jetzt direkt in unseren Shop gehen. Du kannst jetzt direkt auf die und die Landeseite. Das heißt, du schickst die Leute Call to Action auch noch irgendwo hin. Das ist gerade am Ende spannend. Du kannst auch mittendrin aufhören und kannst sagen, okay, wenn du es weitersehen willst, musst du erstmal deine E-Mail-Adresse für Newsletter eingeben. Dann kannst du es weitersehen. Würde ich zwar nicht so machen, weil das kein Inbound-Marketing ist, aber du kannst es. Ja, also das sind irre viele Möglichkeiten, finde ich für die Kohle absolut in Ordnung. Für mich reicht es. Wenn du natürlich, wie gesagt, die AB-Tests brauchst, dann eher Vistia. Und ich komme mal zurück zu Imagefilmen, weil viele meiner Kunden sagen, Imagefilme, ja, wir wollen uns großartig darstellen. Ja, aber mit so einem Tool hier kannst du jetzt messen, wie erfolgreich der Imagefilm ankommt bei den Leuten. Also nicht, wie viele Leute sich das gesehen haben oder wie viele deiner Lieblingskunden hinterher sagen, oh, der Film war toll, klopfen dir auf die Schulter. Ja, nein, sondern wirklich, wie die Leute mit den Füßen abgestimmt haben. Ja, also bis wohin haben die sich den Imagefilm angesehen oder wie lange sind die im Imagefilm verblieben? Du hast ja sonst nicht viel Chancen. Also es geht natürlich, wenn du Vergleichsmaterial hast. Also wir haben das jetzt zum Beispiel bei Techno Composite, da haben wir ja einen YouTube-Kanal, den machen wir regelmäßig Videos und da stellen wir dann fest, dass tatsächlich der Imagefilm eins der beliebtesten Videos ist, was die Through-View-Time ansieht. Ist natürlich klar, wir haben viel mehr Aufwand getrieben. Also wir haben es produktionstechnisch, inhaltlich mit Brainschmalz und so, wir haben da ja viel mehr dran gearbeitet, um das Ding wirklich auf einen hohen Level rauszuhauen. Und jetzt zeigt sich, dass sich das lohnt im Vergleich zu den YouTube-Videos. Aber wie sieht es jetzt aus im Vergleich zum anderen Imagefilm oder zu einer eigenen Videoproduktion oder im Vergleich zum anderen Sales-Letter oder zum Newsletter? Wenn du kannst wirklich mit solchen Tools kannst du sagen, wie viele Leute, die den Imagefilm gesehen haben, aber nicht den Newsletter abonniert haben, haben bei uns gekauft oder haben sich gemeldet. Wie viele Leute, die den Newsletter abonniert haben, aber nicht den Imagefilm gesehen haben. So, und dann kriegst du plötzlich eine Gewichtung, wie deine Kunden ticken und was du denen besser anbieten könntest. Du kannst sehen, wie lange die im Imagefilm verblieben sind, wann die auf Pause gedrückt haben. Also ein Imagefilm, der ziemlich viel kostet, wird plötzlich zu einem echten Marketinginstrument. Und das macht es für mich noch wertvoller. Also ob ich einen Imagefilm mache, der schnell mal eben 8 oder 12 oder 15.000 Euro kosten kann, wenn er top gemacht ist, der wird dann plötzlich messbar und dann habe ich plötzlich Daten. Ich habe also viel mehr Nutzen als nur den reinen Film, der sicherlich toll aussieht, aber ich habe einen größeren Nutzen. Und ich biete es meinen Kunden nur noch an, wenn die Imagefilme machen, gleich zu sagen, okay, wollen wir das Ding auch hinterher messen und gucken, was dabei rauskommt. Natürlich geht es nicht in YouTube. Das ist klar, solche Messsysteme, die basieren zum Teil entweder auf der Webseite, dass man auf der Webseite den Film hat und da misst. Bei manchen Tools geht das so, dass du dann auch in Social Media das Ganze nutzen kannst, also auch da messen kannst oder von da aus weiterschicken kannst. Ist aber unterschiedlich. Da muss man gucken, welches Tool man wie verwendet und nicht alle erlauben das bei allem. Wie gesagt, bei dem größten, bei Viduli, bei dem größten Account ab $1.000, da kannst du alles messen, was du willst, aber ist halt eben auch eine Menge Geld. So, man muss es eben überlegen, ob man damit mit den Videos einen Kunden gewinnt. Es spricht aber auch nichts dagegen, dieses Einstiegsding zu nehmen, damit zu messen und dann festzustellen, ja, okay, Video ist für unsere Kunden echt wichtig, weil ich habe ja die Messmöglichkeiten. Festzustellen, ja, die Conversion-Rate im Video ist extrem hoch, wenn ich das bis da und da mache, ja. Dann weiß ich, das teure Videotool von Viduli, das kann sich für uns lohnen, weil wir dann bessere Zahlen haben, bessere Daten haben. Also auch das wäre eine Überlegung. Müsst ihr selber wissen, ich wollte ja nur mal klarstellen, was eben halt Videomarketing ist, dass es nicht reicht zu sagen, ich mache ein bisschen Video und irgendjemand macht da ein bisschen was Marketing auf der Webseite oder andersrum. Ich habe eine Webseite, die ist Marketing optimiert und ich knall da irgendwelche Videos rein. Das wird sich egalisieren, weil es ist immer so, Qualität gewinnt am Ende. Das heißt, der Spruch, Qualität setzt sich durch, aber vor allen Dingen gewinnt sie am Ende. Wenn ich identische Leistung habe, ist immer das beliebter und besser und erfolgreicher, was ein Tick besser ist. Und zwar sowohl inhaltlich als auch Qualität, als auch Geschwindigkeit, als auch Usability. Das heißt, alle Faktoren spielen eine Rolle. Und wenn einer ankommt und sagt, die Videoqualität ist egal, nein, ist sie nicht. Wenn ich nur schlechte Videos habe, ja, dann ist die Videoqualität
Egal, solange nicht einer ein bisschen Besseres macht. Wenn ich schlechte Inhalte habe, ist der Inhalt egal. Ja, solange nicht einer ein bisschen besseren Inhalt macht. Wenn ich alle schlechte Usability haben, ist egal, solange nicht einer verstehst. Und ich sage den Leuten immer, seid der eine, der in irgendeiner Art vorne weggeht, der bessere Qualität liefert, bessere Inhalte liefert, bessere Usability liefert, was auch immer. Und das Beste ist halt eben, das auf dem Level rauszuhauen, den ihr euch leisten könnt und den ihr bringen könnt. Es macht ja keinen Sinn, jetzt irgendwie einen Kredit aufzunehmen, damit man sich für 1.000 Euro die Brand Intelligence leisten kann, wenn das Video mit dem Handy aufgenommen wird. Das macht keinen Sinn. Ja? Oder wenig, weil habe ich das gemacht und 4 Wochen später kommt einer mit derselben Qualität raus, macht aber eine Top-Aufnahme mit einer richtigen Kamera und richtigen Team und allem, dann kann ich mir meine 1.000 Euro sonst wohin schieben, weil bei mir wird keiner mehr abhängen. Die sind alle auf den anderen Videos. Jetzt dürfte auch dem einen oder anderen klar geworden sein, wo die Reise im Videomarketing hingeht. Also ich bin ja nur drauf gekommen, weil ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, Videoanalysen, da gibt es ja auch noch andere Systeme. Wir reden ja nur vom Marketing. Es gibt ja auch Leute, die analysieren Bewegungen von Menschen, Gesichter, Erkennung und. Das wird da alles noch mit reinfließen irgendwann. Ja, wenn wir den 1:1 Austausch von Video haben, wenn wir die Videokonferenzen stärker haben und da gibt es Analyse-Software, da wird noch jede Menge passieren. Also wer glaubt, Video wäre jetzt schon ausgereizt, der lache ich mich tot. Da lache ich mich wirklich tot, weil alles, was wir damals im Print kannten, ist jetzt im Web langsam ausgereizt, mit Webseiten, mit Social Media etc. pp. Fotos sowieso schon lange, aber Video fängt jetzt gerade erst an. Also diese ganze Analyse, die in den Videos möglich ist, die steckt noch in den Kinderschuhen. Wenn dann wirklich künstliche Intelligenz noch dabei geht und dann wirklich noch sieht, wenn wir zum Beispiel Blickkontakte messen können irgendwann mal, dass man sieht, wer hat wohin geschaut, weil das kannst du zum Beispiel auch bei einigen Tools. Selbst bei dem einfachsten gibt es mittlerweile so eine Art Heatmap. Die ist zwar noch nicht, wo im Video was angesehen wurde, aber die ist, welche Stelle im Video angesehen wurde. Und später wird es das vielleicht mal geben, dass wohin gesehen wurde. Wer weiß, who knows. Wie gesagt, Video steht noch so am Anfang wie die E-Mobility zum Beispiel. Alle Leute, die jetzt im Bereich Automobilindustrie unterwegs sind und umswitchen müssen auf E-Mobilität, ja, E-Mobilität steht noch ganz am Anfang und alle, die jetzt meinen, Videomarketing könnten wir irgendwie mal machen, steht auch noch ganz am Anfang. Das war's jetzt zum Thema Videomarketing. Ich hoffe, ich konnte dir ein Stück weit Klarheit verschaffen. Wenn ja, lass ein Däumchen da irgendwie, schreib einen Kommentar, wenn du eine Frage hast, immer in die Kommentare rein, whatever. Ich werde alles beantworten. Und ansonsten wäre schön, wenn du den Kanal abonnierst und wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, weil ganz so regelmäßig kann ich ja leider nicht, dann drück die Glocke, weil dann kriegst du eine Nachricht, wenn mal wieder ein Video da ist. Bis bald erstmal, vielen Dank und ciao.